So thank you very much for the kind introduction, and also from Heinz. Heinz and myself have worked together for many, many years. I don't know how many, over 20 years, longer. We won't discuss how long, a long time. But I thought it would be interesting, exciting for you to hear about the Black Swan Research Initiative. Durie. Actually, if you like, you can use this one. I have this here, actually. You want to use this? Go this way? Whichever way. Yeah. Okay, Professor Durie begrüßt Sie sehr recht herzlich und freut sich, hier sein zu dürfen. Er wird Ihnen ein paar Details über die Black Swan Research Initiative sagen. Er betont die Freundschaft mit Professor Ludwig, die schon länger als 20 Jahre besteht. Und wir freuen uns auf seine Ausführungen. Danke. Yes. Do you happen to have a pointer back there? So, wir brauchen noch eine technische Ausrüstung. So, especially for today, we have brought the Black Swan to Austria, and so we put the Black Swan into the Danube, just especially for this meeting. Wie Sie sehen können, schwimmt der schwarze Schwan sozusagen ganz besonders für dieses Meeting hier in der Donau. Ja? Für alle, die das genau schauen, ja, ist eine Brücke über die Donau und der schwarze Schwan. And so, what is the Black Swan Research Initiative? Was ist die schwarze Schwan Initiative? The most important point is that it is designed to develop special testing to measure very, very low levels of myeloma in the body. Also einer der Schwerpunkte ist, Testverfahren festzulegen, sehr niedrige Myelombelastungen nachzuweisen, zu testen. And so this type of low level of myeloma in the body is called minimal residual disease, what we call MRD. Es geht sozusagen um den Nachweis der minimalen residualen Erkrankung, MRD. And the importance of this is that if you cannot track the myeloma at very low levels, you don't know how effective the treatment is. Also wenn man diese Myelomzellen durch die Behandlung auf sehr niedrigen Level bringt, dann kann man sozusagen schwierig nachweisen, wie effektiv die Therapie ist. So as we started to think about what could be treatments that could maybe start to cure myeloma, we realized that the first step was to have a very accurate and very sensitive test to monitor the myeloma at very, very low levels. Bei dem Versuch oder sozusagen bei dem Anspruch auf Heilung des multiplen Myeloms war es notwendig, ein sehr selektives, sensitives Testverfahren festzustellen, um zu sehen, wie die Myelomzellen absinken oder auch noch restliche Myelomzellen nachzuweisen. And so this project is really to create a framework within which we can test different treatments to see which one can be the most effective and possibly eliminate all of the myeloma. Also diese Initiative beschäftigt sich mit der Erforschung, wie man sozusagen welche Therapieverfahren von den verschiedenen Therapieverfahren die Myelomzellen auf den niedrigsten Stellenwert bringt und so auch zu einer Heilung zu kommen. And so as I say here, it provides a standardized framework to try to achieve cure. Also die Heilung, der Nachweis der Heilung ist das Ziel. And so what I want to do is to give an update. This is a project now which has been active for approximately 2 years. And so I want to give you an update about where are we in developing a test for MRD and where are we in developing a treatment that would include MRD testing. Also Sie bekommen jetzt die Zahlen der letzten 2 Jahre, so lange geht diese Initiative. Und es geht einfach darum, zu sagen, was ist die Minimal Residual Disease, welche Behandlung braucht sie dann noch und auch die Kontrolle dieser Erkrankung. And so there are 3 steps to try to cure myeloma. The first step zur Heilung einer Erkrankung braucht es 3 Schritte. Der erste Schritt. And so the first step is that if you want to have the best results, it's important to diagnose and treat as early as possible.
Also der erste Schritt ist die frühe Diagnose und dann die entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten. The second point is what I've mentioned, that once you start the treatment, you need to be able to monitor the myeloma at very, very low levels. And then obviously the third thing is that you need to have new treatment protocols that can be eliminating myeloma which is resistant to standard therapy. Der zweite Schritt ist einfach eine Überwachungsmöglichkeit zu haben, wenn eine Therapie anspricht, diese minimalresiduelle Disease zu überwachen. Und der dritte Schritt ist, neue klinische Protokolle, Studienprotokolle zu etablieren, die zum Beispiel bei Patienten, die refraktär, also die nicht auf übliche Therapien ansprechen, trotzdem zu behandeln zu können. And so this is to give you an update for this year. What progress have we made in these different areas, in early diagnosis, MRD testing, and in the clinical trials? Also hier sehen Sie jetzt das Update aus dem Jahr 2015. Wo stehen wir zum Thema frühe Diagnose, Assessment oder Bestätigung der minimal residuellen Disease und welche wissenschaftlichen klinischen Studien gibt es? So what I'll show you is that we have developed new criteria to diagnose myeloma early. We have developed a special flow cytometry test, which is the test we will use for MRD testing. And we have started clinical trials to use this MRD approach. Die frühe Diagnose, hier gibt es neue diagnostische Kriterien, also neue wahrscheinlich Blutabnahmen, neue Röntgenverfahren, neue Tests, Gentests, um hier die Diagnose zu sichern. Und es gibt auch Guidelines, also Richtlinien zur Bildgebung, also welche Röntgenuntersuchungen notwendig sind. So for early diagnosis, zur frühen Diagnose, there is a key new publication, and if you go to the IMF website, you can find this publication with Dr. Vincent Rajkumar from the Mayo Clinic. He is the first author, and this is a paper which outlines a way which we can start to diagnose myeloma as early as possible. Es gibt dazu eine neue sozusagen Schlüsselpublikation. Man kann es hier auf der IMF-Website finden. Sie ist von Mr. Rajkumar geschrieben. Hier sieht man, welche Schritte notwendig sind, um das multiple Myelom möglichst früh zu diagnostizieren. But this is the summary, and so instead of what we have used up to now we use the CRAB criteria, calcium, renal function, anemia, and bone. Now we have some earlier criteria which we call myeloma defining events. Also es gibt jetzt neue Kriterien, die werden Myeloma Defining Events genannt. Die lösen die alten CRAB-Kriterien ab. Beim CRAB war Kreatinin, Niereninsuffizienz, Anämie und Knochenbefall sozusagen waren die Kriterien. Jetzt sieht man, dass die Kreatinin-Clearance, also die Nierenfunktion, die Knochenmarkszellen und die Free Light Ratio sozusagen diese neuen Kriterien sind. Sorry. Good job, thank you. And so, of these testings, probably the most important in terms of a new approach is to use, instead of just simple X-rays, is to use as a routine matter more sensitive imaging. And there is the option to use whatever could be available. And so, if it's available, you can use an MRI, in which case 2 lesions would indicate active disease. You can use a PET CT, which if it's positive would indicate active disease, or whole body low dose CT. So depending on what is possible, we recommend some type of more sensitive imaging. Also vor allem geht es jetzt hier um mehr sensitive, also genauere Röntgenuntersuchungen. Dazu gehört, wenn möglich oder verfügbar, die Magnetresonanzuntersuchungen, PET-CT, also Positronenemissionstomographie-CT
und letztlich Low-Dose, also niedrig dosierte oder mit einer geringen Belastung verbundene Ganzkörper-CD-Untersuchungen. And so this is a key part for the early diagnosis. What about the status of this special MRD testing? Wie ist also jetzt der Status, der zweite Schritt dieses Projekts? Wie kann man sozusagen die minimal residuelle Erkrankung nachweisen? To establish this MRD testing, the IMF has set up a collaboration with the Euroflow Consortium, which is a consortium based partly in Spain, but also in the Netherlands. Zum Aufbau dieses Testsystems hat die IMF eine Zusammenarbeit mit dem Euroflow-Konsortium aufgebaut. Das Euroflow-Konsortium ist in Spanien situiert oder angesiedelt. So, to have a flow method to pass the bone marrow, you need a bone marrow sample to pass through a flow cytometer. To have this become a sensitive test, we needed to focus on three things. One is to have an antibody cocktail. The second is to have a special 8 or 10 color method. And probably the most important new aspect is to have a special computer software program to analyze the results. Also zu dem Nachweis wird ein Testverfahren gewählt, das nennt man Flowzytometrie. Für diese Flowzytometrie braucht man Knochenmark und dann wird das an einen gewissen Antikörper vorbeigeschleust und um es noch effektiver zu machen, besteht also eine Computersoftware, die die Ergebnisse analysiert. And you can see that to develop this, we have collaborated mostly with the group in Salamanca, but also in Pamplona in Spain. Also die zwei Zentren in Spanien, die da am meisten mitgearbeitet haben, waren in Salamanca und in Pamplona. And you can also see that this is a very sensitive approach. It is sensitive at 10 to the minus 6, which means that we can pick up one myeloma out of 1 million cells. So 1 in a million can be detected using this method. Also der Test ist sehr sensitiv, das heißt, er ist sehr genau. Um sich das vorstellen zu können, dieser Test kann eine Zelle, eine Myelomzelle unter 1 Million Zellen erkennen. Right now, this test is performed in the bone marrow. We are working on a new modification of this test, which will be possible using a blood sample, which will be much better for everyone. So you don't need to be having a bone marrow test to see what is the level of the myeloma. Zurzeit wird dieser Test an Knochenmark angewendet. Das ist natürlich für den Patienten sehr belastend, weil eine Knochenmarkspunktion notwendig ist und daher wird daran gearbeitet, dieses Testverfahren auch aus dem peripheren Blut, aus einer gewöhnlichen Blutabnahme zu etablieren. And you don't need to see all of this information, but I just want to let you know that it is a very detailed cocktail where we can use 8 antibodies or 10 antibodies to identify the myeloma using antibodies from many different companies to bring together to create this new test. Also um diesen neuen Test aufzustellen, wurden Antikörper von verschiedenen Firmen genommen und Sie sehen, es gibt da entweder werden 8 Antikörper oder 10 Antikörper, die einfach mit Zahlenkombinationen benannt werden. Das sehen Sie da in den unteren Reihen, CD138, CD27. Also das muss Sie im Detail nicht interessieren, aber es ist eben sehr, sehr genau und sind verschiedene Antikörper zum Nachweis dieser Erkrankung. One important thing about these antibodies here is that these are on the surface of the myeloma, and those can be used as targets for treatment. And so when we identify these antibodies on the myeloma, this can be used to develop treatment against the myeloma. Also das Interessante ist auch, dass diese Antikörper auf der Oberfläche der Myelomzellen sitzen, also an der Außenfläche. Und das ist natürlich damit auch ein Therapieziel für zukünftige Therapiemöglichkeiten. So for example, we have a CD38, and so we have treatment for that. We have anti-CD38, and we have several antibodies actually. One is called daratumumab, which is already working very well in clinical trials. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel CD38, das ist so ein Oberflächenmarker. Gegen diesen Oberflächenmarker gibt es einen Antikörper, der sozusagen dann koppelt und die
Tumorzelle tötet, und das ist Teratutumab, und da gibt es schon gute klinische Studienergebnisse. We call this NGF, which is next generation flow, because there have in the past been tests using 4 colors or 6 colors. So next generation is 8 colors or 10 colors, as compared to in the past using 4 colors or 6 colors. NGF, das Sie da auf der blauen Oberfläche sehen, heißt für Next Generation Flow und bedeutet, dass einfach 8 bis 10 Antikörper verwendet werden, im Gegensatz zu früher, wo nur bis zu 4 Antikörper verwendet wurden. And so with this method, we are changing the way that we distinguish the response for myeloma. Up to now, we look to see if we have a partial response, very good partial response, complete response, or stringent complete response. Now we can look to see if we have a MRD negative. And so basically the key point is to see if the bone marrow is negative for myeloma at the level of 1 in a million cells. So this is a new category of response. Also durch diesen genauen Nachweis der Myelomzellen kann man den Response, also das Ansprechen auf die Erkrankung, noch genauer unterteilen. Haben wir bis jetzt partiellen Response gehabt, also teilweisen Erfolg oder ganz Cure, Heilung, können jetzt eben mit diesem sehr genauen Tests eine in 1 Million Myelomzellen nachgewiesen werden, und daher kann man wirklich sagen, ist das Knochenmark frei von Myelomzellen oder besteht diese Minimal Residual Disease. And what we know already is that if you have this MRD negative status, the remission is likely to last much longer. We hope in some cases a very long time. Das Erreichen dieser Freiheit des Knochenmarks von Myelomzellen ist wichtig, weil bei diesen Patienten besteht die Remission für viel, viel längere Zeit. So what about the clinical trials? Where are we in testing treatments using this method to assess the results? Also neue Studien werden jetzt vorgestellt, die diese Schritte bestätigen. And so the assessment of the results can also be considered in several steps. And so it's easier if I break the steps into parts. And so the first step is to see if the bone marrow test is negative or not. So you give the treatment, and then you do the bone marrow, and then you see, is the MRD positive or negative? Also der erste Schritt dieser Studien, um das leichter verständlich zu machen, ist das Knochenmark initial nach einer Anfangsbehandlung frei von Myelomzellen, also negativ. Or positive. Oder positiv oder positiv, aber wir sind jetzt im Negativen. We need to understand both the negative and the positive. So if we have MRD negative, does this mean that it's safe to stop the treatment? Obviously, this would be fantastic for patients. If we say, okay, MRD negative, it's safe to stop the treatment, we will have a long remission. But we need trials to study if maybe it's a good idea to continue with maintenance for 1 or 2 years, even if it's negative. And so these are the kinds of things we need to study. Also zum Zeitpunkt ist es noch unklar, was es bedeutet, wirklich MRD-negativ, also keine Myelomzellen mehr im Knochenmark zu haben. Bedeutet das ja eine lange Remission, aber soll man dann mit einer Erhaltungstherapie weitermachen, 1 oder 2 Jahre? By studying results from the past, we know that if it is MRD negative and it's a patient who was treated early, and the patient has good risk features. If the patient has a normal chromosome testing in the bone marrow, normal fish or chromosome tests, this patient is likely to have a very, very long remission. So we know this already. Also was wir bisher wissen ist, wenn also keine Myelomzellen mehr im Knochenmark vorhanden sind und der Patient gute Risikofaktoren hat, also keine chromosomalen Veränderungen, eine frühe Diagnose und einen raschen Response, dann bleibt sozusagen die Krankheit lange in Remission, bleibt lange verschwunden. So already for some good risk patients, if we start early, we know that with aggressive treatment, we can probably achieve MRD negative, and these patients can do extremely well. Also man weiß, dass man bei Patienten mit aggressiver Therapie diese MRD-Freiheit erreichen kann, und für die bedeutet das lange Remission gute Lebensqualität. But
an important part of this project, which is a key aspect for every patient with myeloma, is that if there is MRD positive, we find that there is myeloma, which is the situation for many patients with myeloma right now, that the treatment has not eliminated all the myeloma, or the myeloma has come back in relapse. What is the approach if it's MRD positive? Also die Frage ist natürlich, was machen wir mit jenen Patienten, und dazu gehört eine Anzahl von Patienten, wenn Myelomzellen im Knochenmark bleiben. Was bedeutet das, wenn die Myelomzellen wieder auftreten? Und da gibt es auch viele Studienansätze dazu. And so we are developing special techniques where even if there is one cell left, we are able to study the myeloma at a one cell level to understand why is this cell resistant to the treatment. Und die besonders interessante Fragestellung ergibt sich natürlich, nachdem man eine Zelle nachweisen kann, diese Zelle genau zu untersuchen, warum ist diese Zelle resistent und wieso ist sie übergeblieben sozusagen. And so the first approach is that we can study what are the things on the surface of the myeloma, which are the antigens that are on the myeloma, and we know that there are many. Also das erste ist einmal die Antigene auf der Oberfläche zu erkennen, die also an der Oberfläche sind. Und wie Sie hier sehen, sind das eine ganze Anzahl von verschiedenen Antigenen. And so we know that 100%, so all of the myelomas, they have these antigens in green, CD56, 138, 319, and 38. All the myelomas, they have these numbers. Also die grünen Punkte auf der Oberfläche bedeuten jene Antigene, die alle Myelomzellen tragen. And so these are excellent targets for new treatments. And in fact, we already have treatments for each one of those. We have new treatments for each one of those. Und für jedes dieser 4 grünen Punkte gibt es eine ganz spezielle Antikörperbehandlungsmöglichkeit. We can also do molecular testing, but this is very complicated and there are so many mutations. It's hard to have a targeted approach. Even although we can study the molecular problems, it's very hard to use it immediately as an effective treatment. Also der nächste Punkt ist die molekulare Ebene. Hier gibt es verschiedene Ansatzpunkte, nur muss man sagen, dass die Myelomzellen sehr viele Mutationen, also Veränderungen da haben, sodass es sehr schwierig ist, hier wirklich ein Ziel für eine spezifische Therapie herauszufinden. And so, at least for now, we are focused on the antigens and the receptors and the targets to come up with a specific treatment against the myeloma. Daher liegt derzeit der Forschungsschwerpunkt auf spezifische Behandlungsmöglichkeiten dieser Antigene, die auf der Zelloberfläche liegen. So I'm sorry the writing has moved slightly, but DARA, SAR-MOR2, these are antibodies against CD38, and so these are very effective new monoclonal antibody treatments. Also im unteren Bereich sieht man Antikörper gegen CD38, das ist DARA, SAR und MOR202. But there are monoclonal antibodies against all of these green numbers. Aber alle diese grünen Punkte sind sozusagen Ziele für eine neue Therapie. There is also a new approach using viruses. This sounds pretty crazy, but the Mayo Clinic team in the US have developed a measles vaccination approach to the treatment of myeloma. Ein weiterer Ansatz ist ein Virusansatz, das ist von der Mayo Clinic entwickelt worden, und hier wird sozusagen die Behandlung über Viruszellen oder über Virus zur Zelle geschleust. And this is quite exciting. This also targets some surface markers on the myeloma. Und durch diesen Virus werden eben auch gewisse Antigene an der Myelomoberfläche angegriffen. There are also approaches where you trigger the immune system, the body's immune system, either the natural killer cells, T cells, or other types of T cells to attack the myeloma. Also ein weiterer neuer Therapieansatz ist die Beeinflussung des körpereigenen Immunsystems, hier vor allem über NK-Zellen, also Natural Killer Cells, und T-Lymphozyten. And so there is a new medicine called
elotuzumab, which recruits the NK cell to attack the myeloma. Also es gibt einen neuen Therapieansatz, das ist Elotuzumab, das aktiviert die NK-Zellen. And there's a special engineering approach that can enhance the T cells to attack the myeloma. Und da gibt es ein spezielles Verfahren, das eben auch die T-Zellen des körpereigenen Immunsystems diese Myelomzellen angreifen und zerstören. And, oh, excuse me. Thanks, yeah. So at the recent ASCO meeting, there was a meeting for oncologists in Chicago just this past weekend. The results for the CAR T cells were presented. And this is attacking the CD19 in myeloma. Also letztes Wochenende war ein großer Onkologenkongress in Chicago und da wurden diese Daten präsentiert, wo also der Antikörper CD19 verwendet wurde. And so it was very exciting to see that in patients who had received every treatment before, suddenly they could have a dramatic response with this type of an immune therapy. Also und mit dieser Immuntherapie konnte man nachweisen, dass bei Patienten, die schon jede Form der anderen Therapie vorher gehabt haben, wenn die dieses neue Therapieverfahren bekommen haben, haben sie deutlich angesprochen. And so the main thing that you're going to be hearing about in the next few years is these different kinds of immune therapy which can have a big impact in myeloma and can help us to achieve, to go from MRD positive to go to MRD negative. Also die Hoffnung für die nächsten Jahre ist, dass diese Immuntherapie gerade bei den MRD-Positiven, also wo Resttumorzellen im Knochenmark sind, hier einen wirklichen Fortschritt in der Medizin bringen, durch die Förderung des Immunsystems. And so we have several strategies to approach the MRD-positive patient. We can also use standard approaches to combine the novel agents, and so I give an example here where you can combine the novel agents carfilzomib, pomalidomide and dexamethasone. Also ein neuer Therapieansatz gerade bei refraktären, also refraktären, also nicht mehr behandelbaren Myelomen, ist die Kombination von 3 neuen Medikamenten. And so it's just to emphasize that combining these novel agents can sometimes rescue patients and can produce quite good results. And in fact, in this case, even for patients who had received every previous therapy, they had outcome beyond 2 years using this combination. Also das Gute ist, dass man sieht, dass in der rechten roten Kurve, dass durch die Kombination von diesen 3 Medikamenten bei Patienten, die also schon alle vorangegangenen Therapielinien gehabt haben, Remissionen und Overall Survival, also Überlebenszeiten von mehr als 2 Jahren erreicht werden konnten. And so we are optimistic that we have a good approach. We have a new MRD test. We have quite a number of options to select for new therapies, and so we are quite optimistic that we can have a strategy to identify the patients, select the patients, and come up with anti-MRD therapies that can work well. Professor Durie ist sehr positiv, dass man jetzt durch diese verschiedenen Therapieschritte hier erstens einmal festlegen kann, wer ist geheilt, wer ist MRD-negativ, zweitens Patienten auszusuchen, die ein gutes Risikoprofil haben, aber auch Patienten, die Hochrisikopatienten sind und letztlich auch durch diese neuen zielgerichteten Verfahren über die Antigene, die ich Ihnen erzählt habe, hier neue Therapiewege zu beschreiten. And you can also see that as we're trying to cure some patients, we're also working hard to have treatments that are helpful for every patient, which obviously could be better when they're used as early as possible for newly diagnosed patients. Also natürlich ist die Heilung ein Ziel, aber auch wenn man früh diese Medikamente einsetzt, soll sich die Lebensqualität aller Patienten verbessern. So it's an idea to do the best for the patients right now, but also to be able to do much better for newly diagnosed patients as they come along. Und natürlich werden diese Therapien für Patienten, die bereits betroffen sind, eingesetzt, aber vor allem auch für die Zukunft der Patienten, die neu an Myelom erkranken. And so we have a lot of optimism as we move forward, even within the next few years, that we can go from bone marrow to a blood test,
and we can start to be curing a fraction of patients with multiple myeloma. Also man sieht, die Zukunftsaussichten gehen hier bis 2019. Zurzeit kann man sozusagen durch den neuen Test, durch diese Flowzytometrie, über die wir gesprochen haben, genau im Knochenmark feststellen, ob sich hier noch Myelomzellen behandelt. Die Zukunft ist das aus dem Bluttest zu machen und letztlich weiterhin zu gehen zur Erhöhung des Anteils der Patienten, die geheilt werden. And so we are very pleased with the black swan. We think he's doing a good job. So we used to have him in the shadows, but now we gave him his own rock. He has his own rock now, and then we put the spotlight. So we're very pleased with the black swan. Also bis jetzt war der schwarze Schwan sozusagen als Symbol für dieses Projekt im Schatten, aber jetzt bekommt er einen eigenen Stein, dass er im Licht der Sonne erstrahlt. Okay, thanks very much. Dieses Kriterium ersetzt das Kriterium ist dann beim Smoldering Myelom, wird er früher eingesetzt oder später eingesetzt? Die Frage war, ob durch die the question was if with this new criteria after CREP, in smoldering myeloma, the treatment will be started earlier. That's right. So we have identified high-risk smoldering. Some of them where we know that the myeloma will be becoming active within 1 year to 18 months. So it's a good idea to start Okay, ich übersetze gerne. Bei Hochrisiko-Smoldering-Myelom konnten in Patienten identifiziert werden, wo der Ausbruch der Erkrankung, oder nicht der Ausbruch, aber die Behandlungsnotwendigkeit sich in den nächsten 12 bis 18 Monaten ergeben würde, und die sind früher behandelt worden. But the opposite is also true, where maybe some smoldering patients it's safe to wait. Aber natürlich ist auch das Umgekehrte nachzuweisen, dass bei Patienten mit keiner Risikokonstellation man noch länger warten kann. Da hinten ist eine Frage. Yeah, the question is bone marrow transplantation autologous or allogeneic? So for now we strongly support the autologous transplant, and we still think, despite the improvement with novel therapies, that auto-transplant for a younger patient is still a good idea. Also so this is the first die autologe Transplantation ist für jüngere Patienten, bis diese neuen Therapien sozusagen wirklich zielgerichtet eingesetzt werden, immer noch ein hoher Stellenwert. So we recommend a single transplant. Single Transplantation. For the allo-transplant, we still think that this should only be recommended for selected patients, not for every patient. Also Knochenmarkstransplantation mit fremdem Knochenmark sollte wirklich nur einigen ganz selektionierten, also genau festgelegten Patienten vorbehalten sein. Can be considered in patients with a high-risk myeloma if you have abnormal chromosomes, 414, 17p-, or plasma cell leukemia. The allotransplant can be considered. Also nur für jene Patienten, die chromosomale Veränderungen haben oder selbst Plasmazell-Leukämie haben, hier kann diese also die Fremdspende in Betracht gezogen werden. But even then, we would normally only recommend as part of a clinical trial. Aber dann natürlich sollten diese Patienten im Rahmen einer Studie erfasst werden, damit hier auch dem wissenschaftlichen Fortschritt sozusagen die Daten zukommen. Yeah. Okay. Yeah. Die Frage war, wann soll dieser MRD-Test gemacht werden, wenn man in Remission ist? Aha, in English. Yeah, but he asked in English. Yeah, so That's a good job. I didn't get it in English. I'm sorry. The first is to standardize the test, but we think that this can be a routine method very soon. But as I mentioned, we still need to understand the meaning of the result. If we have a negative result,
Is it safe to stop the treatment? We're still not so sure. So we don't have clear recommendations with the result, but it's moving very quickly, and so I think that this test, it costs 100 to 150 euros. So it's not so expensive. We think it's something that can become a routine and that the information will be very useful. Also bis jetzt ist dieser MRD-Test noch nicht Routine in der Remission. Er wird ungefähr 100 bis 150 Euro kosten, aber man muss einfach jetzt weiter forschen und feststellen, was bedeutet MRD negativ zu sein. Und das wird aber in relativ kurzer Zeit klar sein. Und dann wird es auch in den Guidelines, also in den allgemeinen Richtlinien aufgenommen werden. So what is your standard imaging procedure in a newly diagnosed patient? What do you whole body MRI, whole body CT or PET CT? What is your preference? Yes, so this... Die Frage war, was sind die standardisierten bildgebenden Verfahren bei neu diagnostizierten Myelompatienten? Right now we are doing a study with the Greek team and also with the Germans to compare whole body, the low-dose CT with routine X-rays. And this is a very fast and simple method, and so we think that whole body low-dose CT can become the standard. Derzeit wird gerade ein Projekt untersucht, wo sozusagen etabliert wird, was das Beste ist, und es kristallisiert sich heraus, dass das Ganzkörper-CD wahrscheinlich der Standard wird. For patients with a smoldering myeloma, to see maybe if they have high risk, you can do either an MRI to see if there's 2 lesions, or you can do, I actually prefer a whole body PET CT, so to combine the CT with PET I think is the best method. If it's available, the problem is it's not always available. Bei Smoldering Myeloma ist PET-CT immer noch oder ist eine diagnostische Möglichkeit, um einfach festzulegen, ob hier 2 Läsionen vorliegen. Aber natürlich, wir wissen alle, auf PET-CT muss man längere Zeit warten, aber das sollte sozusagen auch für diese Patientengruppe zur Verfügung stehen. But there is a key point, which is that when you do the testing at the beginning, this means that you will have to repeat it later. And so when you do the test, you have to remember that this was going to have to be available for the whole course of the disease. Natürlich muss man auch bedenken, dass dieses diagnostische Verfahren, also die Bildgebung, zum Beispiel PET-CT, wenn das zur Diagnose durchgeführt wird, dass man es dann auch im Laufe der Therapie immer wieder als Verlaufskontrolle einsetzt. Das muss also weiter verfügbar sein. So you need to think carefully at the beginning, it's true. So, die Anfangsuntersuchung ist wichtig, eine Entscheidung, weil man sozusagen, wenn man dann nicht mehr zum PET-CT Zugang hat, dann hat man sozusagen keine Möglichkeit einer Verlaufskontrolle. Ja. Is this medicament carfilzomib in an intensive testing phase, No, or is it already available? It's approved. Carfilzomib is approved by the FDA, and so we have it commercially available, yes. Die Frage war, ob Carfilzomib sozusagen schon erhältlich ist. Ja, es ist approved, also es ist angenommen von der FDA, die Food and Drug Administration in Amerika, und es ist zugänglich. And so obviously I understand that carfilzomib is not available in many European countries. And so I would just say that the IMF is keen to work with patient groups or whoever to try to encourage the approval and access for these new drugs. In Europa ist der Zugang noch nicht möglich, aber die IMF arbeitet gerne mit den verschiedensten Patientengruppen zusammen, um diesen Zulassungsprozess zu beschleunigen.